Aber B. Power Dice noch und ein Cage Key High. Cage Key High ist tatsächlich ein relativ guter Drop eigentlich. Weil ich die wirklich brauche. Und man ja die Chance hat, dann ein Pet zu bekommen. A-Pet Cage öffnen. Ich ganz rasch auf Klo rennen. Solange wir noch den Dungeon Cooldown haben von 3 Minuten. Hey, yes! 200 Mio. Nice. Sehr gut. Sehr gut. 200 Mio bekommen. Sind, wenn man mal überlegt, 20 Euro, ne? Einfach mal 20 Euro jetzt bekommen. Ich aus der Nachtsicht und Streamen mit welchen, dass du da bist, freut mich sehr. Welche Dungeon kannst du für Low-Level-Anfänger empfehlen? Was ist die Definition von Low-Level-Anfänger? Also, ich könnte höchstens empfehlen, dass man wenn man Level 20 ist, noch in den Mars Dungeon reingeht. Da bis Level 28 ungefähr levelt. Dann St. Morning. Ansonsten würde ich Dungeons nur für Quests und sowas empfehlen. Ich weiß nicht, wie die Dekan Mine jetzt so zum Leveln und sowas ist, seitdem sie die Spawns da verbessert haben und erhöht haben. Bei Dungeons hast du so erstmal immer eine bessere Chance. Muss ich noch killen? 15. Ein bisschen AOE noch. Dungeons immer eine bessere Chance auf Power Dices hast und sowas alles. Und bessere EXP bekommst. Dafür sind sie halt meistens auch ein bisschen anstrengender. Wenn du jetzt so Richtung Envy und Co. meinst, also die Reborn Dungeons, da muss man sich halt schon sehr spezialisieren auf irgendeinen Dungeon, zum Beispiel Envy Depths, und dann hängt je davon, welche Klasse man hat, dann braucht man schon relativ gutes Equipment und man muss sich darauf vorbereiten in Bezug auf das richtige Element für den Dungeon haben. Also bei Envy sind die Monster zum Beispiel vom Typ Wasser. Das wäre es am besten, wenn du dann Electric auf der Rüstung hast. Vielleicht so bis zu +7 ungefähr oder +6, was so mit S-Protect Slow noch machbar ist. 60 bis 80. 60 bis 80 wäre dann ja halt im Idealfall Envy Depths. Ist da ganz gut machbar, je nachdem welche Klasse du spielst. Oh. Müssten wahrscheinlich rebuffen. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt in dem Pool hier down krieg. Derzeit. Aber da hängt es halt stark davon ab, was du überhaupt so viel Equipment hast und sowas alles. Was überhaupt für dich realisierbar ist, machbar ist. So ein Dungeon Run. Morgen der Herr, wünsche gute Drops. Patrick, Dankeschön. Wir haben schon ein A-Pad rausgezogen. Bei GS. Es hat schon mal geschmeckt. Ja, AOE einfach ohne Buffs weiter. Hab jetzt einen Ranger mit einem Rohrend +5. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen upgraden. Rohrend ist erstmal so ein sehr, sehr gutes Set dafür. Als Ranger. Wenn wir jetzt vom Ranger reden und nicht vom Jester. Wenn du dann noch Elektrik auf deine Rüstung machst, vielleicht kommst du durch das Silver Abed Event oder Silver Gold Abed Event noch an ein paar Power-Ups, die dir noch helfen könnten. Dann brauchst du noch einen Ringmaster, der dich bufft im Dungeon. Und dann solltest du zum Beispiel, kannst du das Video von meinem Ranger, der das 61er bis 90er Envy Depths Solo rennt, könntest du versuchen, so ein bisschen nachzuvollziehen und eventuell auch zu versuchen. Wann Stormpeak Solo eventuell mit dem Update, je nachdem was das Update bietet, ob
ob man dann auch mit höheren Leveln, mit 140 plus, immer noch in den gleichen Nightmare-Mode reingehen kann. Quasi die Schwierigkeit sich dann nicht wirklich erhöht. Du quasi dann mehr, also ich dann mehr Stats habe. Dann könnte man es realisieren. Aber vorher nicht. Also vorher halte ich das nicht für realistisch, mit meinem Setup Storm Peak rennen zu können. Also das glaube ich nicht, dass das machbar ist. Hat er jetzt schon ein A-Pad bekommen. Yes. Quasi damit schon heute hat sich das schon gelohnt. Oder ich sag mal, die gestern war nicht so belohnt. Damit haben wir es auf jeden Fall ausgeglichen, würde ich jetzt so sagen. Alles klar, danke, gerne. Also wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal findest du auch vom Ranger Solo Run. Glaube, da zeige ich auch Equipment. Jedenfalls in irgendeinem Run-Video zeige ich auf jeden Fall das Equipment. Und da musst du selber ein bisschen abschätzen. Man kann ja sehen, den Schaden, den ich bekomme bei dem Equipment, was ich habe, bei den Power-Ups, die ich benutze, ist es für dich dann realisierbar, ist es nicht realisierbar. Dann kann man sagen, okay, die Luft, die ich da vielleicht habe, kann man das mit schlechterem Equipment dann ausgleichen. Bin da sogar ohne Buffs durchgelaufen und das muss man definitiv nicht machen. Also man kann sich noch einen RM zur Seite ziehen, der einen durchbufft. Ja. Haben wir noch irgendwas gedroppt? Ne. Das Cage Key mit bis jetzt. Ist okay. So, dadurch wir hier Wasser auf der Rüstung haben, müssen wir das Ganze so ein bisschen mit ein paar Power-Ups ausgleichen. Flask of the Lion und Stone. Wir machen noch einen Death-Up-Cut mit rein. Ansonsten gehen wir hier auf 101 Potions. Und ein Low-Grillet. Das sollte reichen. Wir haben zwar eigentlich Light Defense Stones, aber ich habe halt aktuell jetzt keinen Bock, das Element hier umzutransen oder umzuchangen. Vielleicht können wir die Defense Stones dann auch für zukünftige Solo Storm Peak Runs nutzen. Aber ich denke mal vor dem Update, bevor wir nicht wissen, also ich glaube davor ist das nicht realisierbar. Dafür brauchen wir ein besseres Equipment. Wie weit bist du denn mit den A-Bits? Ein von 4 Chars habe ich fertig. Mache ich zurzeit nicht so. Da die Zeit, wo ich spiele, ich hauptsächlich Nightmare Runs mache. Ich werde das jetzt dann ab morgen ist Freitag, ab morgen gehe ich in die Frühschicht. Und werde das auf Arbeit dann machen. Auf Arbeit meine Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Und das werde ich dann halt am Handy farmen. Ganz gemütlich. Bei Frühschicht auf Arbeit. Werde ich denn meine Chars, erstmal am wichtigsten ist der Blade, dann der Ringmaster, weil mit denen farme ich auch. Da kann ich Potions, Power-Ups und sowas alles sehr gut gebrauchen. Dann werde ich danach wahrscheinlich auf Save gehen. Beim Jester das doch machen, dass ich Items habe, falls ich den aktiv wieder spiele. Und dann werde ich halt ein paar Orte, wenn die Zeit und Lust noch da ist, zu sagen, okay, ich mache noch weiter, werde ich danach noch ein paar Orte-Counts und sowas alles farmen. Aber die 3 sind erstmal am wichtigsten. Erst Blade werde ich fertig machen, dann Ringmaster, wie gesagt, dann den Jester und dann irgendwelche anderen. Ich habe ja mehr als genug Orte-Counts, wo ich auch Power-Ups und Login-Sachen und sowas alles decke, falls ich die benutzen will, muss, wie auch immer. Weißt du denn schon, welchen Char du aktiv zum Level nutzt beim Update? Voraussichtlich jetzt, bei dem, was wir jetzt wissen, was ja nicht viel ist, ist Blade und Ringmaster. Also zum jetzt aktuellen Zeitpunkt halt, wir wissen ja nicht allzu viel, aber von dem, was wir bis jetzt wissen, sag ich mal einfach, der Ausgang ist jetzt aktuell. Es geht weiter mit Coral Island und den Dungeon Tramnuk, wo ich halt nicht denke, dass mein Jester den Solo farmen kann, weil ich schätze mal, dass es an anderen Sachen geknüpft ist, wie töte Monster X für Totem. Und auch der Boss wird ja jetzt nicht so haben, dass du den mit Dark Illo Hop Technik tot farmen kannst, sondern der wird wahrscheinlich 200 Mio plus haben, so wie Red Meteoronica und die Nightmare Dungeon Bosse wahrscheinlich eher noch mehr. Richtung 300 Mio oder so.
Würde ich sagen, ist das für einen Jester eher nicht so realisierbar und dann eher für meinen FWC Blade und meinen Ringmaster. Daher würde ich sagen, Stand jetzt werde ich, wenn das Update jetzt so rauskommen würde mit dem, was wir jetzt sehen, würde ich wahrscheinlich sogar Duo AOE leveln. Also mit meinem Blade auf AOE Equipment und meinem Ringmaster auf AOE Equipment und so würde ich dann hochleveln. Was wahrscheinlich die schnellste Methode wäre und ich das Equipment habe dafür. Und würde halt dementsprechend weiter meinen Blade und den Ringmaster main. Aber kann sich natürlich noch ändern, je nachdem, was noch dazu kommt. Dass ich vielleicht doch auf dem Blade auf dem Jester umswitche, weil Grund XY mich dazu bringt. Ja. Weil ich müsste halt dann vielleicht irgendwelche PvP-Aspekte sein oder sowas, wo der Blade ja nicht in Frage kommt, wo ich dann Bock drauf habe. Dass zum Beispiel mehr PvP-Content kommt, wo ich aber sage, okay, da ist ja der Jester überkrass oder es würde mir eventuell sehr viel Spaß machen. Da ich sage, okay, ich will meinen Jester jetzt so schnell wie möglich halt einfach hochleveln, dass der halt competitive genug ist. Das wäre dann eine Option. Zusätzlich wäre es ein Grund, dass Nightmare Dungeon Runs Level 141 nicht mehr machbar sind und es gibt keine Stufe darüber für Eskarten oder sowas. Wo ich dann sage, okay, den Blade und den Ringmaster würde ich dann eventuell einfach erstmal jetzt in dem Levelbereich parken, damit ich die Dungeons weiter farmen kann, weil das ein lukratives Geschäft weiterhin ist, wegen Pets und A-Karten. Wäre auch eine Option, weswegen ich dann eventuell den Blade stehen lassen würde. Das muss man dann halt sehen, wie das Update dann gestaltet ist. Ich würde es feiern, wenn Tramnok einfach 750 Mio plus HP hat und es gar nicht machbar ist, den Solo zu farmen. Ja, aber ist der Dungeon vom Aufbau ein cooler Gilden-Party-Dungeon? Eigentlich nicht, oder? Du gehst rein, gehst nach rechts, machst den Totem kaputt, gehst nach links in die Schneise, machst den Totem kaputt, gehst hoch zur Oase, machst den Totem kaputt, gehst Richtung Boss, machst den Totem kaputt, Boss ist da. Ich meine, was ist das für ein Party-Guild-Dungeon? So, das ist ja kein krasser Raid oder irgendwo, wo du sagst, da brauchst du halt viele Leute, taktische Absprache und sowas alles ist es ja nicht. Also es wäre ein total langweiliger Gruppendungeon. Das nicht, aber wenn er die neuen Waffen droppt, davon ist, also, ja, weiß man natürlich nicht. Davon ist aber auszugehen, weil sie es jetzt in dem Zusammenhang geteased haben mit Ultimate Power, dass man die entdecken kann in Coral Island. Gleichzeitig haben sie The Wilds als Dungeon, also Tramnok, mit reingebracht im Zusammenhang. Haben erstmal kein Wort über Schmuck erzählt. Aber vielleicht gehen sie halt auf Tramnok oder da kommen halt noch mehr Dungeon. Das ist halt jetzt schwer zu sagen, ne? Das hier? Bist du es? Bist du es die letzte? Das letzte? Nee, tatsächlich nicht. Ja, am Ende ist es einfach für Spekulatius. Es ist halt noch zu früh. Macht aber Spaß, Theory Crafting und schon mal was wäre, wenn zu betreiben. Aber für finale Entscheidungen ist es einfach noch zu früh. Immer noch nicht durch mit dem Move Shop, bruh. Sehr skillful mit den Totems, ja. Am Ende droppt er einfach nur Super Spross fürs Ulti-Upgrade. Aber wäre ja jetzt nicht verkehrt, wenn das dropper wäre. Weil
Wenn Ulti so natürlich kommt, dann brauchst du fucking viele Tries. Allein für die letzte Stufe halt average 1000 Tries. Ist die Frage, Dias reinmachen. Was sind das für Werte? Wenn PvP-Schaden reinkommt, wäre es fürs Balancing, ja, wäre es gar nicht so verkehrt, weil ein BP hätte halt dann eher von den rohen Stats, die du eventuell bekommen könntest, mit bis zu 75 STR dann, ja, auch gut natürlich. Ja, für einen Blade und Jester auch eine gute Sache. Für den Psykeeper sehr OP. Weiterhin. Ja, bleibt abzuwarten. Also das kann man jetzt natürlich alles. Man kann schon drüber denken, weil Ansätze da sind, aber kann natürlich noch nicht von bestimmten Sachen halt so ausgehen.